Diese Woche war eine sehr herausfordernde Woche für mich und sie hat mir auch meine Schatten aufgezeigt, die ich mir noch genauer anschauen darf. In den letzten paar Videos habe ich ja angefangen, über meine Geschichte zu erzählen. Wir haben im letzten Video, glaube ich, bei 2019 oder 2020 aufgehört. Ich habe ja euch gezeigt, dass ich mir so einen Zeitraffer gemacht habe, so einen Zeitstrahl und für mich prägende Jahreszahlen aufgeschrieben habe, die mich sehr gefordert haben, die mich geprägt haben. Und bevor wir da weitermachen, würde ich da gerne einfach einmal mir etwas von der Seele reden, was ich versuche nach wie vor zu verarbeiten. Anfang der Woche bin ich mit meinem Sohn ins Spital nach St. Pölten gefahren. Diese OP ist jetzt schon länger angestanden aufgrund seiner fortgeschrittenen Phimose. Und da haben wir den ganzen Tag im Spital verbracht, zuerst in der urologischen Ambulanz, dann in der Anästhesieambulanz, dann in der Kinderambulanz. Und schnell war dann der ganze Tag vorüber durch verschiedene Wartezeiten und lange Wege. Wir waren das erste Mal in diesem Spital und das war doch recht groß und dann haben wir uns ein paar Mal verlaufen. Ja, es war sehr fordernd. Am Mittwoch war dann die tatsächliche OP, da mussten wir dann schon um 7 Uhr dort sein. Und meine erste Reaktion war bei der Schwester, wie sie gesagt hat, wir müssen um 7 Uhr dort sein. Wie soll ich das schaffen? Ich bin alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern. Wir fahren fast eine Stunde her mit dem Auto. Ich habe 2 Kinder noch zu Hause, die in den Kindergarten müssen. Der Kindergarten macht erst um 7 auf. Wie mache ich das? Also in meinem Kopf war sofort, ich bin alleine. Wie soll ich das schaffen? Wie mache ich das? Wie löse ich das? Und da hat sich sofort irgendwie so ein Stress in meinem Kopf aufgebaut. Und dieses Muster habe ich in den letzten Jahren irgendwie aufgebaut, dass ich bei jeder Herausforderung mir gedacht habe, also genau wenn es um sowas gegangen ist, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich zerreißen und an mehreren Orten gleichzeitig sein, um allem gerecht zu werden, dass ich das Gefühl hatte, ich bin komplett überfordert, das überwältigt mich, wie soll ich denn das alleine zusammenbringen? Dieses Mal habe ich anders reagiert. Es war zwar meine erste Reaktion, und die Krankenschwester hat dann noch gleich mit den Augen gerollt und die Augenbrauen hochgezogen. Deswegen ist mir das auch so sehr in Erinnerung geblieben. Das hat sich diese Situation dadurch noch mehr in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich habe dann aber ich bin dann damit anders umgegangen. Ich lerne gerade anders mit solchen Situationen umzugehen, denn ich bin nicht mehr alleine und ich will auch nicht mehr alleine gegen alles kämpfen. Ich will nicht mehr alles alleine schaffen müssen, so wie ich es früher gemacht habe. Das hat mich nämlich komplett ausgebrannt. Und es ist auch einfach nicht notwendig. Wir haben in WhatsApp eine Familiengruppe. Und ich habe dann reingeschrieben, ja, eure Hilfe ist gefragt. Wir müssen da schon um 7 Uhr in St. Pölten sein. Das heißt, wir müssen schon um 6 Uhr wegfahren. Hätte jemand die Möglichkeit, vorbeizukommen, auf die Mädels aufzupassen und sie dann in den Kindergarten zu bringen. Mein Papa ist hat sofort geantwortet, ja, das ist überhaupt kein Problem, das mache ich für dich. Dann haben wir telefoniert und dann hat er mir sogar angeboten, dass er sie am Nachmittag vom Kindergarten abholt und für mich war das ein Segen. Denn der OP-Tag war an sich für mich schon emotional sehr, sehr fordernd, denn auch wenn es keine komplizierte OP war, macht es trotzdem was mit einem, sein Kind im Aufwachraum unter Narkose zu sehen. Angeschlossen an den Monitor, der hin und wieder immer wieder Alarm geschlagen hat, weil die Herzfrequenz abgesunken ist. Das war für mich emotional sehr herausfordernd. Es war auch die erste OP. Meine Kinder wurden noch nie operiert. Das war die erste OP. Das war das erste Mal, dass ich mein Kind begleiten musste im Spital zur OP-Vorbereitung und den Tag dort verbracht habe. Und der Tag hat früh angefangen. Ich habe sehr schlecht geschlafen, wenig geschlafen, lange Fahrt dahin, ja. Aber es war trotzdem, das war der normale Familienalltag, wie er bei mir halt ausschaut. Aber was sich dann an dem Tag verändert hat, ich konnte im Hier und Jetzt
da sein, gedanklich, weil ich wusste, zu Hause passt alles. Ich habe jemanden, der sich um den Rest kümmert. Ich muss nicht mit meinen Gedanken mich unter Druck setzen und überlegen, wie machen wir das, wie machen wir das, schaffen wir das rechtzeitig. Ja? Ich konnte diesen innerlichen Stress, den ich sonst in den letzten Jahren hatte, ablegen und im Hier und Jetzt sein. Und das war für mich eine sehr, sehr große Veränderung. Wir wurden dann am OP-Tag so gegen 15, 16 Uhr entlassen. Mein Sohn ist dann nur auf der Kindertagesklinik ambulant gelegen, ja, in der Tagesklinik gelegen. Er wurde nur 4 Stunden nach Narkoseende einfach nur noch überwacht und dann sind wir heimgefahren. 2-3 Stunden später hatten dann zu Hause Schmerzen angefangen. Sein Verband hat dann gebrannt, weil der sich schon mit Urin vollgesaugt hatte, und hat mich dann gebeten: Mama, kannst du bitte den Verband runtergeben? Ich habe den Verband abgenommen und plötzlich hat sich der Boden mit Blut gefüllt. Und mein Sohn sagt: Mama, mir wird schlecht. Ich bin wirklich nicht gut in solchen Dingen. Ich kann nicht gut Blut sehen, mit Wunden verarzten. Das ist wirklich nicht meins. Mir ist dann dabei auch unwohl geworden, vor allem weil die Sorge auch dadurch so groß geworden ist. Ich wusste nicht, ist das normal, ja, dass das da plötzlich blutet, dass das Blut runtertröpfelt. Ich habe dann in dieser Situation auch wieder total überfordert, schnell versucht irgendwie frische Unterhose, Mullkompressen, nebenbei Boden aufwischen, meinem Sohn begleiten, dass der hatte Schmerzen, der konnte nicht gut gehen, ihn ins Bett legen, begleiten, dass er sich hinlegt. Dann war ich voll geschwitzt und dann musste ich einmal raus in den Garten und kurz durchatmen. Er hat dann bei mir im Bett geschlafen und ich habe in der Nacht kein Auge zugemacht. Ich habe wirklich kein Auge zugemacht. Ich habe ständig drauf geachtet. Er hat sich hin und her gerollt. Er hat auch ein paar Stunden später wieder gejammert, dass er Schmerzen hat. Die Unterhose hat sich mit Blut gefüllt. In der Früh um 6 hat er mich aufgeweckt und alles war voller Blut. Und ich habe mir gedacht, das ist Donnerstag. Unser Hausarzt hat donnerstags immer zu. Der hat nicht einmal Ordi. Ich als nächstes: okay, ich rufe schnell in der Kinderambulanz an. Da hat keiner abgehoben, weil es noch so früh war. Was mache ich? Ich war so überfordert, so gestresst, ich habe mir so Sorgen gemacht, also habe ich die Rettung angerufen. Das war für mich der nächste logische Schritt. Ich bin hin und her getigert, hatte Angst, was machen wir? Ja? Ich habe mich nämlich nicht getraut, ihn ins Auto zu packen und so weit zu fahren, ja? Weil ich nicht wusste, ist das normal, dass er so viel und konstant Blut verliert. Ja? Die Rettung war dann da, die haben ihn dann mitgenommen und dann mussten sie ihn alleine mitnehmen, weil ich musste meine Mädels vorher schnell in den Kindergarten bringen. Es war 7 Uhr in der Früh mittlerweile. Also haben wir uns zusammengepackt. Ich habe meinem Sohn gesagt: bitte macht dir keine Sorgen. Die Rettungsleute, die Sanitäter, die waren wirklich super nett und freundlich und zuvorkommend. Ich habe ihn noch beruhigt. Ich habe gesagt, ich fahre sofort hinterher. Also habe ich so schnell wie noch nie zuvor meine Mädels in den Kindergarten gebracht, bin mit dem Auto so schnell wie möglich auf der Autobahn gefahren, sofort in die Ambulanz gehechtet, dort hat man schon auf mich gewartet. Mein Sohn war wirklich sehr, sehr tapfer, der hat sich dort untersuchen lassen. Ich bin in die urologische Ambulanz rein begleitet worden und dann habe ich da schon in ein besorgtes Gesicht reingeblickt und ich wusste schon, okay, irgendwas stimmt nicht. Er hat dann gesagt, es ist eine Komplikation bei der Operation aufgetreten, die in 4% der Fällen auftritt. Leider hat es meinen Sohn erwischt, das ist ein offenes Blutgefäß in der Wunde drinnen gewesen, welches konstant rausgeblutet hat. Das heißt, man musste die OP noch einmal machen. Am Mittwoch habe ich mich schon durch den Tag versucht zu manövrieren, indem ich mir gesagt habe, okay, der Tag, nur dieser eine Tag, ja, ich habe gesagt immer zu mir, nur dieser eine Tag, ich habe zu meinem Sohn gesagt, nur dieser eine Tag, dann haben wir es überstanden. Dann waren wir am Donnerstag nochmal dort und das ganze Prozedere noch einmal. Was mir aber am meisten Sorgen gemacht hat, war 2-mal Narkose bei einem Kind innerhalb von 24 Stunden. Er war zum Glück nüchtern.
Ich habe ihn mit einem Rollstuhl selber rauffahren müssen in die Kinderambulanz. Dort mussten wir wieder warten. Mein Sohn musste mittlerweile dringend auf die Toilette. Ich hatte solche Angst, mir war so unwohl dabei. Wie er schon die Unterhose ausgezogen hat, er hat geweint vor Schmerzen. Es hat mir so weh getan. Wenn man als Mutter das Kind so leiden sieht, es ist furchtbar. Man leidet so sehr mit, weil man kann es dem Kind nicht abnehmen. Wir haben dort den ganzen Boden voll geblutet. Er hat vor Schmerzen kaum urinieren können. Es war furchtbar. Ich habe laut geatmet, um selbst nicht dort zu kollabieren, weil mich das so überfordert hat, das ganze Blut zu sehen. Ich habe ihm so gut wie ich konnte, habe ich ihn versucht anzuleiten, zu helfen, zu halten, alles zu machen, alles zu lösen. Ich bin hin und her gelaufen. Ich habe gesagt, bitte, wir kommen zur OP. Dort wusste man noch nichts. Ich habe wirklich schnell versucht zu koordinieren. Dann habe ich ihn wieder in den OP begleitet und dieses Mal hat die OP sogar etwas länger gedauert. Am Mittwoch hat sie 1 Stunde gedauert, am Donnerstag 1,5, fast sogar 2 Stunden. Und dann im Aufwachraum war er dann schnell munter. Am Mittwoch hat er noch länger nach der Narkose geschlafen. Er war total weggetreten. Am Donnerstag war er eigentlich sehr schnell wieder wach und hat voll viel gebrabbelt und sehr viel geredet. Und es war lustig, dieses Narkosebrabbeln, ja, was er da alles geredet hat. Seine größte Sorge war, wann es was zum Essen gibt, weil er so hungrig war. Wir sind dann dort über Nacht geblieben und auch an diesem Tag war wieder so wir sind auf die Kinderbettenstation gekommen. Ich wurde gefragt, bleiben Sie heute bei ihm über Nacht? Ich wieder im ersten Augenblick, wie soll ich denn das machen? Ich habe noch 2 kleine Kinder zu Hause, ja. Also da war wieder so diese erste Reaktion in meinem Kopf, ja, die ich gewohnt war. Ich bin alleine, wie soll ich das machen, ja? Naja, es können ja auch die Großeltern hier zum Übernachten kommen und ich wieder, die müssen ja arbeiten, gell? Und dann habe ich dann im Hintergrund wieder, Tuscheln gehört und und das hat sich bei mir auch wieder eingeprägt, weil ich mir gedacht habe, ja, was soll ich denn machen? Ja, ich bin halt nun mal alleine und habe 3 Kinder. Gut, ich habe dann aber auch wieder mich an einerseits habe ich mich an die Kindergarten-WhatsApp-Gruppe gewendet und habe gesagt, mein Sohn wurde mit der Rettung abgeholt. Eine Mutter, mit der ich eigentlich kaum Kontakt habe, also wir sind nicht befreundet, die hat sich sofort angeboten zu helfen mit meinen Töchtern. Da war ich so dankbar dafür und ich habe die Hilfe angenommen und habe gesagt, das wäre super, wenn du sie am Nachmittag abholen könntest. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, da war noch nicht klar, müssen wir bleiben oder nicht. Das war dann, das erste war erledigt. Die Töchter wurden abgeholt. Dann mit den Großeltern geredet. Ja, dann hat sich die Oma angeboten, sie nimmt die 2 am Abend und bringt sie am nächsten Tag in den Kindergarten. Und das hat sich für mich leicht angefühlt, als würde ich da getragen werden, gehalten werden. Es war das übliche Drama, aber wie ich damit umgegangen bin, das war anders. Ja, die erste Reaktion war wieder dieser Widerstand, ja, wie soll ich das schaffen, ja, wie soll ich das handeln? Aber dann habe ich mich geöffnet, habe gezeigt, wie ist unsere Situation und mir wurde Hilfe angeboten, ich habe die Hilfe angenommen, das hat sich verändert. Früher habe ich nicht offen geredet, früher habe ich mich versteckt, früher dachte ich muss alles alleine schaffen. Das hat sich für mich grundlegend geändert und auch die Reaktionen, die ich dort erlebt habe, die haben sich bei mir eingebrannt. Einmal die rollenden Augen, die hochgezogenen Augenbrauen bei der einen Schwester, dann das Getuschel, wie ich gehört habe, ja, da bleibt keiner da, der muss alleine da bleiben, die Mutter bleibt nicht hier. Dann auch das wieder, das Geflüster im Hintergrund, das sind so Sachen, das hat sich bei mir eingeprägt, ja. Und ich war aber froh, dass ich in diesen Momenten anders reagieren konnte. Ja, also ich konnte das Mindset shiften in dem Fall. Ja, und ich habe mir dann ins Journal, also
wir sind dann am Freitag zu Mittag entlassen worden. Es ist alles gut. Ich musste den Verband zu Hause selber abnehmen. Da könnt ihr euch sicher vorstellen, wie ich da gezittert habe. Mein Sohn war auch traumatisiert und hatte Angst. Ich habe das so ganz, ganz langsam gemacht, ja. Und es war alles gut. Es hat nichts geblutet, ja. Es geht ihm gut. Und ich habe richtig gemerkt, wie die Tage sind schnell vergangen, die Woche ist schnell vergangen, aber mein Kopf hatte richtig Schwierigkeiten, das Erlebte zu verarbeiten. In kurzer Zeit so viel Drama, so viele Lösungen zu finden, so viele Herausforderungen. Ich war heute, es ist Samstag, der 4. Juli, ich war heute richtig erledigt. Ich war müde, erschöpft. Und immer wieder kam mein Kopf hat immer wieder durchgekaut, was passiert ist. Blut, OP, Rettung, Not-OP, Herausforderungen, Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, das waren so Gedankenschleifen, die immer wieder aufgepoppt sind. Ich habe richtig gemerkt heute, ich habe wirklich die Ruhe gebraucht, um das zu verarbeiten. Ich bin deswegen in den Garten gegangen, habe mich in den Garten gesetzt, in der Stille, meine Gedanken beobachtet, habe zwischendurch im Garten gearbeitet, weil mich das extrem erdet. Das tut mir so gut, habe ich mittlerweile gelernt. Ja. Im Garten arbeiten, mit Pflanzen arbeiten, das erdet mich extrem und beruhigt mich auch. Und ja, ich habe das wirklich beobachtet in den letzten Tagen. Mein Kopf hatte Schwierigkeiten, das Erlebte zu verarbeiten. Diese Gedankenschleife kam immer wieder. Und deswegen habe ich mich dann heute hingesetzt und auch dieses Manifestationsjournal begonnen, weil ich mich hier bewusst auf etwas Positives ausrichten möchte. Denn in der nächsten Woche beginnt schon ein neuer Lebensabschnitt für uns. Wir ziehen in ein neues Bundesland, in eine neue Wohnung. Die Kinder beginnen alle 3 in einer neuen Schule. Meine Töchter kommen in die Volksschule. Die sind mit dem Kindergarten jetzt fertig. Mein Sohn ist mit der Volksschule fertig. Der kommt in die Mittelschule. Ich bin dabei, gerade in einen bewussteren, gesünderen Lebensstil zu finden. Ja, durch meine Monjaro-Therapie verliere ich an Gewicht. Ich ernähre mich gesünder, ich ernähre mich bewusster. Ich achte sehr darauf, wie reagiert mein Körper auf bestimmte Lebensmittel, wie fühle ich mich, wann ist Sättigung, wann ist Hunger. Ich gehe gerade sehr bewusst und achtsam mit mir um. Und was ich mir auch, wie gesagt, durch diese Erlebnisse mitnehmen möchte, ist noch gezielter Hilfe in Anspruch zu nehmen, noch keine Angst davor zu haben, dass ich dort niemanden habe, dass ich dort alleine sein werde, weil da hat mein Nervensystem zwischendurch ein bisschen Alarm geschlagen, wo ich gemerkt habe, da kommt so eine innere Unruhe, leichte Panik hoch. Ich habe gedacht, nein, ich habe es gelernt, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich habe es gelernt, mich zu öffnen, zu zeigen, dass ich Hilfe brauche. Ich habe meine verletzliche Seite angenommen, ja, die jeder hat, und das ist auch okay so. Man ist nicht dafür gemacht, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, alles alleine schaffen zu müssen, alles alleine, für alles eine Lösung zu finden. Und da habe ich früher auch sehr in der Angst gelebt, muss ich sagen. Angst gehabt, dem etwas nicht gerecht zu werden, einer Situation nicht gerecht zu sein. Und dadurch bin ich auch immer wieder in Gedankenschleifen abgedriftet. Dieses, was könnte passieren, was könnte der sagen, wie würde ich reagieren, wie löse ich das? Ja, und da driftet man wirklich dann so in Gedankenschleifen ab. Und es ist ja auch nicht einmal die Realität, weil sind ja nur dann, was ist wenn Schleifen, ja? Und da versuche ich mich auch komplett rauszunehmen und zu sagen, egal was kommt, ich werde eine Lösung finden. Einmal, dass damit der Ruhe ist. Und wenn ich keine Lösung finde, dann hole ich mir Hilfe von jemandem, der eine Lösung finden wird. Und das ist das Neue, womit ich mich versuche umzuprogrammieren, ja, wo ich mich bewusst versuche, auf meinen neuen Lebensabschnitt zu fokussieren. Was möchte ich verbessern? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich das Leben erleben? Worauf möchte ich mich ausrichten? Ja? Was möchte ich selbst für mich verändern? Was möchte ich umwandeln? Also ich versuche mich da sehr
bewusst auf das auszurichten. Wo stehe ich gerade und wo sind meine Herausforderungen und Schwierigkeiten? Wo sind noch meine Lernpotenziale? Wo kann ich mich noch weiterentwickeln, damit es mir leichter fällt? Ja? Weil vor einigen Jahren, wie meine Heilreise begonnen hat, ich war am tiefsten Tiefpunkt, wo ich keinen Lebenswillen mehr hatte, wo ich keinen Sinn mehr im Leben gesehen habe, wo alles nur dunkel und schwierig und hart war und schmerzhaft, wo ich mich ganz alleine gefühlt habe, wo ich isoliert war. Und dann war da ein Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht, dass mein Leben so weitergeht, ich möchte, dass das Leben schön für mich ist, dass es schön für mich wird, dass es leichter wird, dass ich mich freier fühle und nicht so gefangen in meinem eigenen Leben. Und ab diesem Zeitpunkt haben mich natürlich diese Trigger extrem versucht aufzuwecken, ja, immer diese Situationen, wo sich alles überwältigend angefühlt hat, die mir aber immer wieder aufgezeigt haben, wo meine Lernpotenziale sind. Ja, und mittlerweile macht mir das extrem Spaß, würde ich jetzt nicht sagen, aber es wird leichter, weil man diese Muster erkennt, dass man wieder gerade vor einem nächsten Schritt steht, vor einer nächsten Etappe, vor einer nächsten Ebene, wo man sich wieder bewusst weiterentwickelt, ja. Und so geht man Schritt für Schritt. Man beobachtet die Muster, man beobachtet sich, man beobachtet das Leben, die Reaktionen, die Mitmenschen, ja. Und dann entscheidet man. Bewege ich mich weiter im Kreislauf, im Gewohnten, oder wähle ich dieses Mal einen anderen Weg und schaue, was mich dort erwartet. Und dann versuche ich nicht in Angst zu gehen, sondern ins Vertrauen zu kommen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Vertrauen, dass ich nicht alleine sein werde. Vertrauen, dass ich eine Lösung finden werde und wenn ich keine finde, dass ich jemanden finden werde, der eine Lösung findet. Ja, und das ist ein schönes, angenehmes Gefühl. Es ist so eine Art Vertrauen ins Leben, Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten entwickeln und dadurch wird auch die Angst weniger, weil man dann auch nicht mehr in diese Gedankenschleifen abdriftet, was wäre wenn. Und an diesem Punkt möchte ich gerne heute Schluss machen. Ich möchte euch gern wieder den Raum bieten, euch mir zu öffnen, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir gerne ein Mail schreiben mit eurer Geschichte, mit euren Struggles, was euch gerade bewegt und fordert. Und wenn ihr gerade euch alleine fühlt und nicht wisst, wem ihr euch anvertrauen sollt, dann möchte ich gerne diese Türe öffnen. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt euch bei mir öffnen. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung. Es ist gemeinsam immer leichter als alleine, weil der andere auch eine andere Perspektive auf diese Situation hat. Deswegen lautet mein neues Mantra: Nur gemeinsam sind wir stark.